Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video möchte ich euch zeigen, wie man so eine schöne Tasche mit Farbverlauf häkelt. Die Tasche hat Kunstlederboden, klar kann man auch selber häkeln, eine Oval oder ein Viereck, aber für diesen Verlauf braucht man bestimmte Maschenanzahl. Und zwar die Maschenanzahl sollte durch 5 teilbar sein, weil dieses Muster wiederholt sich mit 5 Maschen. Und Abmessungen für meine Tasche sind, in die Höhe ist 25 cm, so wie hier 29 cm und von der Breite hier 8 cm. Ich habe so einen Magnetverschluss und extra 2 Griffe. So sieht das innen aus. Klar kann man auch Innenfutter reinnähen, wer mag. Und anstatt Kette eine Kunstledergurt anhängen. Sieht auch schön aus. Materialien, die ich für diese Tasche benutzt habe. Kunstlederboden zum Umhäkeln. Magnetverschluss zum Schrauben. Hier sind Schrauben dabei. Softcord in 3 verschiedene Farben. Metallgriffen. Fürs Umhäkeln der Boden braucht man Häkelnadel Nummer 3. Fürs Häkeln der Tasche Häkelnadel Nummer 5. Als erstes häkelt man den Boden um. Ich gehe einfach in diese Öffnung und ziehe ich erste Masche raus und dann direkt in die nächste. Eine Kettmasche durch diese erste ziehen. Dann weiter in jede Öffnung eine Kettmasche ziehen, bis man wieder am Anfang kommt. Hier am Ende ziehen Sie diese Masche raus, ein Stück hier durchziehen und wieder zurück auf die Stelle bringen, wo es vorher war. So ist abgeschlossen. Hier auf dieser Seite ein paar Knoten bilden. Erste Reihe häkelt man in jede Masche 2 Festmaschen rein. Man kann unter einem Faden anfangen oder unter der 2. In jede Masche 2 Stück. Bis hierhin. Reihenabschluss wird für jede Reihe gleich sein. Hier allererste Masche, diese 2 Faden durchziehen. In diese Masche jetzt zwischen 2 Faden rein. Hier zwischen 2 Faden raus. Das drauflegen. Und erste Masche abhäkeln. So geht Strick-Stich-Muster. Man häkelt einfach zwischen diese 2 Faden. Hier kommt auch zwischen diese 2 Faden raus. Und Masche gehäkelt. So, für diese Muster, für diesen Farbverlauf ist wichtig Maschenanzahl. Und diese Maschenanzahl soll durch 5 teilbar sein. In meinem Beispiel sind 80 Maschen. Wenn ihr andere Boden habt oder gehäkelte Boden, ihr müsst ausrechnen. Wenn das zu wenig ist, dann noch dazu Zunahmen machen. Wenn das zu viel ist, dann ein paar Maschen weniger. Aber auf jeden Fall, die Maschenanzahl soll durch 5 teilbar sein. Wir häkeln weiter mit diesem Strick-Stich-Muster mit grauer Farbe, insgesamt 7 Reihen in die Höhe. Nächste Reihe wird mit anderen Farben gehäkelt, deswegen dieser Reihenabschluss geht anders. Garn abschneiden, letzte Masche rausziehen, hier
bei diesen 2 Faden durch und wieder zurück, wo es rauskommt. So ist abgeschlossen. Wofür liebe ich dieses Garn? Das kann man einfach mit Feuerzeug schmelzen lassen. Also mehrere Maschen runterziehen, abschneiden und diese Stelle hier einfach schmelzen lassen und drücken. Das geht nicht mehr auf. Fertig. Die nächste Reihe fängt auch hier an, in die Mitte, Masche rausziehen, eine feste Masche häkeln. Dann die nächste 5 wird gehäkelt. In die erste Masche hier, die zweite in die zweite Reihe, dritte in die dritte Reihe, vierte und fünfte. Also, man geht hier rein in die zweite, zieht eine Masche raus. Und dann in die nächste dritte. Kann man auch andere Häkelnadel zum Unterstützen benutzen. Das ist die vierte. Und nochmal die letzte 5. Und dann wiederholt man das weiter. In die erste, zweite, dritte und so weiter, bis man die ganze Reihe umgehäkelt hat. Deswegen ist die wichtige Maschenanzahl, dass die durch 5 teilbar ist. Wenn ihr so welche Muster auch mit 4 machen, dann die Maschenanzahl soll durch 4 teilbar sein. Und bis zu Ende von dieser Reihe. So sieht das aus. Abschluss genau dasselbe wie vorher. Und ab jetzt häkelt man weiter mit Strickstichmuster in die Mitte zwischen 2 Faden. Und in die Höhe insgesamt 5 Reihen. Nach 5 Reihen wechselt man die Farbe wieder. Und weiter häkle ich mit helleren Farbe. Und genau wie vorher fange ich hier an. Und wiederhole diese Reihe. Und die zweite dann. Dann in die dritte. Und die letzte in die 5. Sehen Sie, die stehen übereinander genau. Ich denke, ihr habt dieses Prinzip verstanden und häkelt weiter, selbstständig. Die Höhe von der Tasche bestimmen Sie selber, Reihe zu Reihe, also immer im Abstand von 5 Reihen. Wiederholen Sie die Farbwechsel. So sieht jetzt die Tasche aus. In die Höhe, wie die steht, 25 cm. Und jede Farbe kommt zweimal vor. Als nächstes suchen Sie Mitte von den Seiten. Alles richtig auslegen, schauen.
und Mitte hier. Und dann fixieren wir das zusammen mit dem Griff. So wird ungefähr das aussehen. Mitte finden und mit Hilfe von Schraubenzieher diese Schrauben von anderer Seite fixieren. So sieht dann das aus. Geht einfach zu und so kann man halten. Man kann auch Karabiner hier befestigen für Kette oder Gurt. Ist auch praktisch. Das war's, Tasche ist fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir zu häkeln. Schreiben Sie mir einen Kommentar, abonnieren Sie meinen Kanal und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!